Zuvor bei der 500-Euro-Challenge. Spritsport-Challenge. Ja, lustig. Wollen wir los, oder wie? Nein! Ich habe noch was zu erledigen. Schlafzeug, ja, wer braucht das schon? Das Ding weckt böse Erinnerungen. Haben wir's dann? Nein! Ich glaube, er übertreibt. Noch eine. Hier drin ist ein wunderschön mariniertes Lachsfilet, handmariniert. Nicht das billige Zeug aus dem Supermarkt. So, nachdem ich eine wunderbare Vorspeise mache, Ravioli Picante, muss ich die natürlich erwärmen. So eine Dose braucht ein bisschen Zeit. Ich habe gelesen, dass 50 Kilo weniger in deinem Auto einen halben Liter Sprit ausmachen können. Ich glaube, wir sollten immer stehen bleiben. Wir müssen ja meine Nachspeise noch reintun. Wir können uns jetzt aussuchen, wo wir die Sachen hinpacken. So, einmal. Wenn er läuft, so nur auf den Auspuff krümmer. Alles gut. Jeder versucht, so sparsam wie möglich zu fahren. Was relativ langweilig ist, ehrlich gesagt. So. Aha, schön warm. Kann man mal kurz die Warmprobe machen? Ist auf jeden Fall gut warm, ja? Wie tief sind wir unten? Ja, sitzt auch. Oh, dampfende, gute Ravioli. So, wir probieren einmal die Vorspeise. Kannst du den Deckel noch abdecken, oder? Nee, das so. Ja, das könnte ein bisschen wärmer sein. Ja, das ist noch. Eiskalte Ravioli halt. Und was soll ich denn da machen? Das scheiß Motor da Abwärme ab. Nach der Leistung. Nach der eiskalten Vorspeise war es Zeit für meinen Hauptgang. Oh, schön warm ist es noch. Wir verziehen uns mit dem Zeug in Jochens Kofferraum, das ist einfach. Danke. Und? Hey, das schaut ja wirklich gut aus. Er könnte ein bisschen mehr durch sein, aber warm ist es. Oh, könnte vielleicht ein bisschen bissfest, aber so könnte. Nimm von da. Genau, von der dünnsten Stelle. Ja, natürlich. Noch was drin. Ist ja wenigstens, also ist ja warm. Oh ja. Mhm. Oh, ja. Ja. Oh, sehr gut. Jochen, bewirte mal deine Gäste richtig hier. Ja. So, Also Leute, wohl bekommst. Gib ein Prost. Prost. Ah, sehr gut der Lachs, sehr gut gemacht. also Ja. der Hauptgang ist schon mal klasse, ja? Ja. Ist da Käse drin? Ja, ist Kartoffel. Ja, sehr knusprig auf jeden Fall. Aha. Also sollen die sein. Mal schauen, ob meine Nachspeise da mithalten kann. So. Position 1 fühlt sich gut an. Mach mal zu. Hier sind Früchte. Nimmt mal jemand das Zeug mit, bitte? Oh. Ja, genau. Nee, nicht wirklich. Also, wir haben hier Erdbeeren, Himbeeren. Ja, hier sind Spießchen. Jeder nimmt sich einen. Die Erdbeeren auch warm. Wir haben Trauben. So, dann eintauchen. Nee, guck mal, Schokofrüchte. Ja, ich glaube, dass die Hauptspeise und dann die Nachspeise definitiv mehr Früchte haben. Also definitiv mehr als eine Ration. Also sollte jetzt tatsächlich die erste Schoki leer sein, gibt es ja noch Verstecke. Weil das fühlt sich weich an, aber nicht flüssig. Gut, dass man verschiedene Stellen rausgesucht hat vorher. Ich weiß nicht. Stelle, wo es ziemlich warm wurde, glaube ich. Ich hatte ja ernsthaft Bedenken, dass das Glas irgendwann zerrissen hat.
Na, der dritte Schoki-Gang hat nicht funktioniert, also gibt es jetzt zumindest noch einen vierten Gang. Ja, weil zum Abschluss braucht es einen Kaffee. Zum Abschluss eines jeden guten Menüs gibt es einen Kaffee. Ist der auch heiß? Der ist aber Nein, kalt. der Kaffee ist kalt. Kalter Kaffee. Kalter Kaffee. Und Schoki. Noch mehr Schoki, sag! Das ist die Schoki aus deinem Playboy Adventskalender. Okay. Hey, echte Playboy-Schoki, gell? Ja. Du tust es doch nur, um Punkte zu sammeln. Kriegt er sowieso. Das Essen war doch ganz okay, oder? Das Essen war toll, ne? Und vor Naja. allen Dingen ja, also die Hauptspeise war sehr gut, muss man sagen. Der danke. Nachtisch auch. Danke. Für die Vorspeise kann man sich streiten, aber es ist halt echt Das italienisch. waren kalte Dosenravioli. Ja, wenn dieser vor die Abwärme. Ich hab's auf den Trümmer gelegt, ne? Ja. Du hast aufs Hitzeschutzblech gelegt und da wird's halt nicht warm. Ach ja. Aber Jochens Idee mit dem Lachs und mit dem Gemüse dazu und so weiter. Sehr gut, wirklich kann man toll, nicht sagen. Wirklich super. Ja, also Also lass uns anstoßen auf dieses. Hier und dann mit Prosecco. Ja, Prosecco. Ja, also auch. ich darf nur keinen trinken. Ich muss noch fahren. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Eigentlich nicht. Bin schon Ja, wieder? und wo kam der her? Von Kein Mensch lobt meine Nachspeise. Jawohl, die Nachspeise war super. Ja. Sehr gut mit der Ja. Schokolade, ja. Und wessen Idee war es? Ja, wessen Idee war es? die Unsere? Schokofrüchte? Nein. Nein. Das war mein. Auf jeden So. Fall. Lass uns anstoßen. Na dann. So. Prost. Ich sage euch was. Ich freue mich schon aufs Übernachten in den Autos. Au, scheiße. Aber es wird langsam kalt, Das ne? wird schattig. Aber wir haben gesagt, wir machen es. Also machen wir es. So, und jetzt lasst uns noch mal ein bisschen den Ausblick genießen hier. Genau. Ah, schön ist das, ne? Ja. Das war doch jetzt schön. Das Ja, Essen aber, du. Boah, jetzt bin ich aber müde, du. Schau mal auf die Uhr, hey. Ich komm jetzt in die Falle, oder? Schlafen in den Autos. Also, dann machen wir mal bis morgen. Oh ne, ich habe mich gerade an was erinnert. Ich habe das ganze Schlafzeug vorm Losfahren hinten rausgeschmissen. Viel Spaß beim Frieren. Ich wünsche allseits eine gute Nacht. Ja, ciao. Servus, gute Nacht. Ihr habt es gut mit euren Kombis. Tja, hättest den Kombi gekauft. Hoppla, da war die Tür im Weg. Das ist ja. Ja, also die Ergebnisse der Spritspar-Challenge sind da. Oh. Ah, da bist du Und, natürlich mit deinem Alpha. Sie sind irgendwie sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bin ich der Spritsparendste? Nein. Aber irgendwie, also ich hatte ja fest damit gerechnet, dass ich mit dem Schluckspecht von Alpha vielleicht, wenn ich Glück habe, unter 10 Liter komme. Mein Ziel waren so 8 mit dem Turbo, weil ich nicht wusste, okay. Du dachtest vielleicht 8 und wir haben alle fest damit gerechnet, dass der Holger mit seinem Saugerchen irgendwie dann vielleicht hier mit 6 Liter fährt oder so. Einspritzer, aufpassen, gell? Ja. Also es war sehr lustig, wir haben ja am Anfang alle voll getankt Ja. und wir haben dann nach gut 100 Kilometern wieder getankt und haben es dann umgerechnet auf einen Durchschnitt genau auf 100 Kilometer. Wir haben die Tankzettel ausgewertet. Ja, also Wer hat am meisten verbraucht? am meisten verbraucht hat der Holger. Was? Doch, was? Wie viel? Der Holger hat im Schnitt, aber da haben wir gut geschätzt, 6,17 Liter gebraucht. Moment, er hat am meisten verbraucht mit 6,17? Ja, tatsächlich. Schüsse Denn der dran, Jochen hat es mit seinem Turbo geschafft mit 6,02.
Okay. Naja, und wir liegen alle sehr eng beieinander und ob ihr es glaubt oder nicht, Nein. der 2,5 Liter V6 Nein. im Alpha hat 5,84 Liter gebraucht. Ach komm, das gibt's doch nicht. Das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch Käse, ne? Tatsache. Doch. Du wolltest das Ding sabotieren. Ich hab's doch gemacht. Ich hab Zündkerzen rausgeschraubt und alles. Anscheinend nicht geholfen. Doch, er hat sie ja sauber gemacht und wieder reingeschraubt. Du Idiot! Nein, Tatsache. Also wir sind alle ganz eng beieinander. Alle um die 6 Liter. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Und das ein Auto, was Technik vor 20 Jahren beinhaltet, ne? Und Ja. alle reden über den Spritsparen, ne? Naja, und wir reden nicht von 75 PS Kleinwägen. Nee. Nö. Ja? Nö. Naja, wir hatten ja dann noch das Essen in unseren Autos drin. Ja. Ja. Wie wurde das bewertet jetzt? Ich fand das, also das wird jetzt so bewertet, 6 Personen, auch welche hinter den Kulissen, haben bewertet und wir haben einfach die Punkte zusammengezählt, weil von den Punkten her hat es gepasst. Was waren die Schwerpunkte eigentlich? Schwerpunkte waren Aufwand, Konsistenz und Geschmack. Ah, okay. Also ein bisschen von allem. Auf dem letzten Platz mit der Vorspeise der Holger. Mit 6 Personen haben ihm insgesamt 10 Punkte gegeben. Oh, okay. Ja, gut, die Ravioli. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als Dosenravioli kaufen. Ich habe einen Dosenöffner mitgenommen extra, ne? Ui. Und wir mussten dir sogar noch die Gabeln dazu bringen. Entschuldigung, ja, jetzt auch mit den Händen essen Genau. können, ne? Und dann war es interessant, denn Hauptgang und Nachspeise waren punktgleich. Wie viel? Ups. 27 Punkte insgesamt für beide von uns. Cool. Ja, vor allem die Punkte selber waren auch sehr ähnlich. So überall 2-1-1, 2-1-2. Also anscheinend haben wir wirklich gleich gut gekocht. Tja. Naja, außer er. Er hat. Ja, er hat irgendwie versagt. Tja. Leute, aufwachen! Hä? Was ist denn? Wir haben eine Challenge bekommen. Oh ne. Soll ich vorlesen? Mach mal. Ja, warte, Ich komm gleich. der Holger muss da auch mithören, oder? Sollte er auch mitkriegen, was jetzt passiert. Der schläft hier. Aufwachen! Guten Morgen! Spinnt's ihr oder was? Morgenschlafmütze. Wir haben eine Challenge bekommen. Geht mir wurscht, du. Um was geht's denn da? Mal schauen, ich hab's noch nicht aufgemacht. Wir haben extra auf dich gewartet. Dann schauen wir mal. Na. Auf dem Weg zurück zur Basis versucht ihr auf der Autobahn die höchste Geschwindigkeit zu erzielen. Das ist so ein Eure Schmarrn. Vorgabe sind 144 km/h, welche von einem Radlfahrer gefahren wurden. Es wäre peinlich, wenn wir langsamer wären. Ihr bekommt, Na, bei einen Holger. Punkt, ihr bekommt einen Punkt pro km/h, den ihr schneller seid. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Mach mal wieder zu, bitteschön. Ne? Na gut. Machen wir's ohne Holger. Der kommt eh nicht über die 144. Nee. Aber wir sollten wahrscheinlich in der Autobahn ein bisschen besseren Wetter finden. Ja. Ja. Aber ich hab da eine Idee. Hast du eine Idee? Ja, ich hab da eine Idee. Holger! Holger, wir müssen jetzt wirklich los. Ach mein Gott, habt ihr einen Kaffee dabei? Können wir holen. Kriegen wir auf den Weg. Kriegen wir auf den Weg. Na komm, lass los. Okay.